vorstellen. Und ja, dann war ich halt in dem Alter, wo die Lehrerinnen dann alle durchgedreht sind und anfingen, oh, sind Sie schwanger? Und bist du schwanger? Oder nimmst du Drogen? Und du kannst ruhig sagen, wo du die Drogen herbekommst. Und nur so eine Sachen. Also man wird da echt, also man muss da echt aufpassen. Ja, und ich hatte dann halt das Glück, dass ähm, ich dann halt den Therapieplatz bekommen habe und habe dann halt da 100 Tage meine Therapie gemacht und ich hatte das Gefühl, ich hätte danach alles machen können. Ich hätte, was weiß ich, sofort alleine wohnen können. Ich hätte mir eine Ausbildung besorgen können. Ich hätte den Führerschein machen können mit 16. Nein, aber einfach, ich hatte das Gefühl, ich konnte alles. Alles, was ich ähm, die 2 Jahre der Krankheit nicht konnte. Ich hatte das Gefühl, ich kann es plötzlich, weil ich so viel Kraft hatte und ich habe wirklich hart gearbeitet. Ich habe viel Konfrontationsübungen gemacht, also in der Verhaltenstherapie. Äh, Es ging von, wir mussten üben, wie man Bus fährt, ohne Angst zu bekommen, bis hin, wir sind dann immer von der Klinik mit dem Bus in die Stadt gefahren, sind da in verschiedene Geschäfte, halt, wo andere Mädels mit 14, 15, 16 sich total den Arsch abfreuen und denken, juhu, shoppen, war das halt für mich die totale Hölle. Also, ähm, ja, und das habe ich halt in diesen 3 Monaten da alles wieder total neu gelernt und ja, also danach war es einfach top. Mir ging es richtig gut und ich hätte alles machen können und ähm, ja, dann sollte ich halt meine Ausbildung machen. Ähm, und es hat halt ein Jahr gedauert, bis ich einen Ausbildungsplatz bekommen habe. Und da ich ja mit der Schule fertig war und die Berufsschule abgebrochen hatte und auch nicht wieder dahin wollte, hing ich dann halt ein Jahr rum. So, ich war wieder ein Jahr zu Hause, habe nichts gemacht. Also ich hatte keine Schule, keinen Job, nichts zu tun. Und da ging es halt wieder los. Das war halt der totale Fehler, dass ich halt wieder total ähm, ins Gammeln reinkam, nichts gemacht habe, mich um nichts gekümmert habe. Meine Mutter ist regelrecht an mir verzweifelt, wie auch schon vor der Klinikzeit. Ähm, Ich konnte die einfachsten Dinge nicht machen. Ich war total aggressiv. Ich habe mich jeden Tag 100 Mal mit meiner Mutter gestritten, weil, was weiß ich, sie irgendwie von 8 bis 14 Uhr arbeiten war und irgendwie morgens zu mir gesagt hat, ja, wenn du wach bist und du hast gefrühstückt, dann kannst du bitte mal den Geschirrspüler ausräumen. Oder die Waschmaschine, die Wäsche aufhängen oder was weiß ich, halt so Sachen, die man halt, wo man halt seine Eltern irgendwie unterstützen sollte im Haushalt. Und ich habe es einfach nicht gemacht. Ich bin in meinem Bett liegen geblieben, ich habe es einfach nicht gemacht und ähm, das führte halt immer wieder zu Streitereien und ja, ich konnte nichts. Also weder, dass ich es konnte, noch dass ich überhaupt Lust hatte dazu. Es war mir alles egal, ich war aggressiv, es war eine schreckliche Zeit so. Und das ist auch wirklich die Zeit, an die ich mich selber kaum erinnere. Also meine Mutter hat mir in den letzten Jahren immer so viel davon erzählt und auch, wenn sich mal jemand für die Krankheit interessiert hat, wir irgendwo waren und sie das halt erzählen musste, dann habe ich halt dadurch so wieder die Erinnerung gesammelt, sage ich mal. Also es kommt halt nicht so als eigene Erinnerung zurück, aber halt, ich weiß halt, dass es so war, weil sie es halt sagt. Es ist klar, dass sie sich jetzt nicht irgendwas ausdenkt oder so. Ähm, ja, und das sind einfach so Sachen, die ich komplett verdrängt. Also von der Zeit weiß ich kaum noch was. Ich weiß, dass ich halt tierisch aggro war auf jeden und alles und am meisten auf mich selber. Und ich konnte einfach nichts ändern irgendwie. Ich war total kraftlos, machtlos, alles irgendwie. Ja, und das war schon eine heftige Zeit. Und als ich dann nach dem Jahr eigentlich schon wieder total in meiner Krankheit war, weil ich mich einfach so fallen lassen habe, ähm, habe ich dann halt den Ausbildungsplatz bekommen und hatte da am Anfang auch total Schwierigkeiten. Ich bin dann auch weiter weg von zu Hause gezogen, nach Neumünster, das wissen ja jetzt mittlerweile alle.
von Niedersachsen nach Schleswig-Holstein. Bin da ja in eine Internatsunterbringung gekommen und ja, da ging es halt wieder los. Es war echt schwer für mich, mich überhaupt wieder unter Kontrolle zu kriegen. Weil man wurde da so reingeschmissen, es hieß einfach so, jetzt fängst du an zu arbeiten. Jetzt hast du hier dein Zimmer im Internat, du musst dies, das machen. Es gibt einen Putztag, es gibt ähm, feste Tage, wann du Geld bekommst, es gibt feste Tage, wann du einkaufen musst. Es wurde einem einfach so vorstrukturiert, der ganze Tag. Und ich hatte halt vorher gar keine Struktur im Tag, gar nichts. Ich habe ja nichts gemacht. Ich lag ja den ganzen Tag nur im Bett. Und diese Umstellung, die war echt krass. Und ja, so habe ich mich dann halt das eine Jahr durch die BV, also die Berufsvorbereitung, geschleppt. Und im Nachhinein dann auch durch die 3 Jahre Ausbildung. Und ja, jetzt bin ich seit fast 1,5 Monaten aus der Ausbildung raus. Boah, schon 1,5 Monate, krass. Ähm, ja, und es ist was ganz anderes jetzt. Also, ich kann alleine einkaufen gehen, ich kann alleine in Geschäfte gehen, ich kann alleine durch die Stadt gehen, ich kann durch Menschenmengen laufen, ohne dass ich tot umfalle. Ich kann in die Disco gehen, ich kann Party machen mit meinen Freunden, ich kann auf Hauspartys gehen, ich kann neue Leute kennenlernen. Es gibt schon noch Sachen, die mir schwerfallen. Es gibt schon Sachen, Situationen, vor denen ich Angst habe. Und ich bin dann auch gerne mal so bequem und flüchte mich wieder so ein bisschen ins Vermeiden. Und was weiß ich, zum Beispiel, ich hatte am Anfang, also noch bis vor ein paar Monaten, totale Schwierigkeiten, wenn ich zum Arzt gegangen bin, einfach im Wartezimmer zu sitzen. Also einfach dieses, du musst auf etwas warten und du kannst nicht weggehen. Zum Beispiel auch im Supermarkt. Du stehst an der Kasse. Du kannst nicht jederzeit raus. Du kannst ja nicht dich vordrängeln und du kannst auch nicht sagen, oh, ich lasse das jetzt hier liegen, weil du willst ja auch deinen Einkauf mit nach Hause nehmen, sage ich mal. Und einfach diese Situation auszuhalten, ich muss jetzt hier stehen und ich kann nicht weggehen. Ähm, Das war schon echt krass und ich bin echt weitergekommen. Also ja, ich bin schon so ein bisschen stolz auf mich. Also ja, naja, auf jeden Fall haben die Psychologen und die Therapeuten in den letzten Jahren immer wieder gesagt, ach, Sie sind ja so ein Experte für Ihre Krankheit, so ein Profi und Sie wissen ja alles. Und ich habe in den mittlerweile, wir haben 2011, seit 2004. Oh, ich bin schon, ja, 7 Jahre dabei. Ähm, und in den Jahren habe ich halt total viele ähm, Strategien entwickelt, so Verhaltensstrategien, wie ich eine Panikattacke umgehen kann und dies und das, also körperliche, gedankliche Sachen oder so Selbsthypnose-mäßig oder Entspannungsübungen oder Muskelentspannung und alles Mögliche halt. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache dieses Video, ich gehe an die Öffentlichkeit mit meiner Krankheit, weil ich anderen Mut machen möchte. Ich möchte anderen Leuten helfen. Ich habe viele Freunde in meinem privaten Umfeld, die ähm, auch äh, eine Angststörung haben oder Panik in gewissen Situationen oder die soziale Phobien haben. Das heißt, sie öffnen sich anderen Leuten gegenüber gar nicht, haben große Schwierigkeiten damit. Und ich habe jetzt, glaube ich, vor 2 Monaten schon bei mein VZ eine Gruppe eröffnet. Mein Leben mit der Angst heißt sie. Hab leider noch nicht so viele Mitglieder, weil es, glaube ich, auch vielen Leuten schwerfällt, einfach damit umzugehen, offen umzugehen. Weil es einfach eine krasse Sache ist. So. Ja, und wie gesagt, ihr könnt mich auch gerne anonym kontaktieren. Also ich bin bereit zu helfen. Habe viele gute Tipps und Tricks und Adressen, Telefonnummern, Psychologen, Therapeuten, Kliniken, die euch helfen können, wenn ihr betroffen seid. Ähm,
oder auch wenn ihr Angehörige von einem oder einer Betroffenen seid, war das natürlich auch für die Mitmenschen schwer ist, mit sowas umzugehen. Also ich kenne das halt von meiner Mutter, das war für sie ebenfalls 6 Jahre, 7 Jahre lang Stress. Und ja, wir erholen uns jetzt gerade ein bisschen damit, dass ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, dass ich die Prüfung bestanden habe, dass ich mittlerweile meinen Führerschein habe, dass ich Auto fahren kann, dass ich ähm, gerade auf Wohnungssuche bin, auf Jobsuche. Ja, und dass ich einfach Schritt für Schritt meinen Weg mache und leben kann. So krass es klingt, aber ja, dass ich leben kann. Ja, also ich stehe euch zur Verfügung. Oder wenn ihr auch Leute im Bekanntenkreis habt, von denen ihr wisst, dass da irgendwas nicht stimmt in Angst, Panik Richtung, dass sich jemand total vor euch verschließt. Auch zum Thema Depression habe ich einiges an Material, Telefonnummern, Adressen. Und ja, verschließt nicht die Augen vor solchen Leuten oder vor solchen Krankheiten. Helft, wo ihr könnt. Und ja, das ist meine Message an euch. Offen umgehen mit sowas und sich helfen lassen. Ganz wichtig. Und sich selber nicht aufgeben und mutig sein. Es lohnt sich, wirklich. Ja, das war's. Das war mein 25-minütiges Video. Ich hoffe, es hat euch nicht so gelangweilt. Ich habe versucht, es möglichst strukturiert ähm, zu bestreiten. Ja, wenn ihr was wissen wollt, Kommis drunter. Wenn ihr es öffentlich machen wollt, wenn ihr es privat machen wollt, Privatnachrichten. Ihr findet mich bei Facebook unter dem Namen Nimsei, bla 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 bla. Also es heißt Jasmin Wrong Turn, nur halt rückwärts. Oder aber unter Minchen Lavender bei MeinVZ oder auch hier auf meinen 3 Channels Schanecke 3250, auf dem Minchen-Channel und auf dem M-Grinsekatzen-M-Channel. Ihr könnt mich überall anschreiben und ja, das war's.